wir ziehen eben wieder weiter. Diesmal habe ich echt Glück gehabt, was Freunde betrifft. Frank ist wirklich super. Was zum Teufel soll ich feiern? Deinen neuen Job natürlich. Stellvertretender Geschäftsführer bei AMG. Herzlichen Glückwunsch. Warum hast du mir das nicht gesagt? Tja, weil, Stellvertretender Geschäftsführer bei AMG. Und gestern Abend habe ich noch gedacht, du willst den Job hinschmeißen. Ja, so war die Überraschung größer. Das kannst du laut sagen. Als Tanja mir das erzählt hat, da muss ich wohl geguckt haben wie ein Auto. Dein Aufstieg muss ordentlich gefeiert werden. Ja. Auf eine gute Zusammenarbeit. Auf deinen neuen Posten. Und darauf, dass Tanja sich nicht lumpen lässt. Keine Angst. Du wirst nicht zu kurz kommen. Vielleicht könnten Sie mir einen Rat geben. Also, die oder die? Also ich würde die helle da nehmen. Ja, aber die hat doch eine ganz andere Farbe als das Sakko. Das macht ja gerade den Reiz aus. Ja, wenn Sie das sagen. Schließlich sind Sie die Modeexpertin, ne? Wie man ja auch an Ihrem ausgesprochen schönen Kostüm sehen kann. Danke. Also ganz im Vertrauen kann ich Ihnen verraten, dass normalerweise ein drittes Teil dazu gehört. Es handelt sich um einen Seidenschal, den ich im Moment leider verlegt habe. Wie schade. Wo hatten Sie ihn denn zuletzt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben ihn nicht zufällig gesehen? Nein, tut mir leid. Naja, wird sich schon wieder finden. Bestimmt, ein Haus verliert ja bekanntlich nichts. Tja, da haben Sie auch wieder recht. Also, nehmen Sie die helle. Okay. Tschö, bis morgen. Gute Nacht. Tschüss. Schon witzig. Du hast jetzt fast Sophies Job. Ja, fragt sich nur, ob die Freude darüber lange anhält. Wieso? Gefällt dir die Arbeit nicht? Doch, schon. Aber weißt du, wie viel Zeit Sophie damals hatte? Nö, eigentlich nicht. Eben, weil sie die ganze Zeit im Stress war. Bei mir wird's nicht anders gehen. Ach, das ist doch nur eine Organisationssache. Du schaffst das schon. Sicher. Wir sehen uns gleich. Doppelten Wodka, bitte. Ich weiß nicht, was er hat. Aber ich werde schon noch rauskriegen. Bis nachher. Noch einen. Sag mal, hat diese Boris Jelzin-Nummer irgendeinen Grund oder übst du heimlich für die Sauf-Weltmeisterschaft, die jährlich in Moskau stattfindet? Nervt jemand anders, ja. Ich find's einfach nicht witzig, dass du hier an der Theke sitzt und dich volllaufen lässt. Ich will ja auch niemanden amüsieren. Du weißt genau, was ich meine. Also, was ist los? Sam verlässt die Stadt, weil der Zirkus wieder auf Tour geht. Es tut mir leid. Aber was hast du erwartet? Sam ist Statistin. Und die Frau meiner Träume. Nicht jeder Traum geht in Erfüllung. Aber meine gehen nie in Erfüllung. Als ich Musiker werden wollte, ist es schiefgegangen. Als ich Galerist werden wollte, ist es schiefgegangen. Als ich Barbie kennengelernt habe, Ist es auch schief gegangen? jetzt auch noch Sam. Ach, Cleo, was soll ich denn machen? Oh Mann, das ist wirklich nicht einfach. Aber bevor du noch mehr Gefühle investierst, solltest du dir einfach darüber klar werden, ob ihr beide es ernst meint. Sam liebt mich.
Und ich liebe sie. Und deswegen werde ich nicht zulassen, dass unser Glück kaputt geht, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. So, da bin ich. Was gibt's zu tun? Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Also, was steht an? Zuerst setzt du dich zu mir und wärmst dich bei einer Tasse Kaffee auf. Nicht nötig. Ich habe eine gute Heizung im Auto. Dann betrachte es als Arbeitsfrühstück. Also, um mal eins klarzustellen. Diesen Stellvertreterjob hier mache ich nur, um Cleo einen Gefallen zu tun. Ich weiß. Das heißt, ich bin nur hier, um zu arbeiten. Ja, klar. Wozu auch sonst? Ich glaub bloß nicht, dass du mich mit dem Scheißjob kaufen kannst. Auf die Idee würde ich nie kommen. Ich zahle grundsätzlich nicht für Dinge, die ich kostenlos haben kann. Wie gesagt, mich kriegst du auch nicht für dein Geld. Was darf sein? Kannst du wechseln? Naja, dann versuche ich es woanders. Oh, gut, dass du kommst. Mir geht gerade das Kleingeld aus. Später. Ich muss dir was sagen. Was ist? Naja, gestern warst du noch total down, weil Sam weggeht und jetzt... Das liegt wahrscheinlich an der genialen Lösung, die mir eingefallen ist. Ich werde sie begleiten. Was? Ich gehe zum Zirkus. Als Flohdompteur oder was? Nein, als... Naja, was eben so anfällt. Ja, und was wird aus dem Kiosk? Ich dachte mir, dass du ihn vielleicht übernehmen willst. Als ich dich mit auf meine Weltreise nehmen wollte, da hast du gekniffen. Und jetzt willst du mit Sam weggehen? Come on, das ist doch was völlig anderes. Sieh mal, du bist mein bester Freund. Aber Sam ist die Frau, die ich liebe. Verstehe. Und was sagt sie dazu? Du hast ja so noch gar nichts von deinen Plänen gesagt. Dann kann ich dir nur einen Tipp geben. Bring es ihr behutsam bei. Wieso? Damit sie dir behutsam beibringen kann, dass sie nicht will, dass du mitkommst. Weil sie sich unter Druck gesetzt fühlt. Sag mal, deine neue Band, X-House, da stimmt was nicht mit den Kosten. Ach ja? Die Vorproduktionskosten für den letzten Auftritt sind viel zu hoch. Und woran liegt das? Ja, was weiß ich, das kann 1000 Gründe haben. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich mir was Bequemeres angezogen habe. Jedenfalls werde ich mich drum kümmern. Ich sag dir Bescheid, sobald ich was weiß. Tu, was du nicht lassen kannst. Außerdem solltest du dir mal die Kalkulationen angucken. Für die Promotion von der letzten CD. Wenn du das sagst. Weißt du eigentlich, dass du eine schlechte Haltung beim Arbeiten hast? Dein Nacken verspannt sich ja. Ich merke nichts. Das glaube ich nicht. Es ist alles hart und steif. Ob das wohl das Einzige ist? Tanja, wir haben eine ganz klare Abmachung. Ich bin zum Arbeiten hier, okay? Ja, ich weiß. Aber jetzt ist Pause. Was ist das, was du willst? Jetzt müssen wir halt versuchen, unseren Weg alleine zu gehen.
Wie lange wart ihr denn zusammen? Ein gutes halbes Jahr. Ja, ich weiß, es ist noch nicht so lange. Aber es war immer wie auf Wolke Nummer 7. Das ist ja auch das Entscheidende in der Liebe. Die Tiefe. Wie lange es dauert, ist doch egal. Du kannst jahrelang mit jemandem zusammen sein. Wenn man sich trennt, tut's nicht mehr weh als ein Schnitt in den kleinen Finger. Und dann kennst du jemanden nur ein paar Tage und es reißt dir das Herz aus dem Leib, wenn du ihn nicht mehr siehst. Du kennst es, hm? Und ich weiß, wie weh es tut, wenn man plötzlich merkt, dass die Liebe weg ist. Ja. Ich war so traurig, als ich vor Uli stand und plötzlich merkte, dass die Gefühle, die mal waren, nicht mehr so sind. Ja, aber dafür habt ihr doch neue Gefühle. Vertrauen, Wärme, Freundschaft. Ja, stimmt. Und das ist doch besser, als wenn ihr euch im Streit getrennt hättet. Ach, das Beste wäre, wir hätten uns gar nicht getrennt. Vom Kopf her ja, aber du kannst Gefühle nicht bestimmen. Die machen, was sie wollen. Gibt's denn da keinen Trick, wie man sie unter Kontrolle kriegt? Also wenn du den jemals finden solltest, dann musst du mir unbedingt verraten. Ja, du kannst Gefühle verbergen, aber kontrollieren kannst du sie nicht. Du siehst doch mal so. Deine Liebe zu Uli, das war wie ein Sechser im Lotto. Und jetzt habt ihr noch einen Zusatzpreis, eine wunderbare Freundschaft dazu gewonnen. Glaubst du echt, wir können richtig gute Freunde werden? Ja, nach allem, was du mir erzählt hast, seid ihr das meiner Meinung nach schon längst. Wahrscheinlich hast du recht. Weißt du, worauf ich mal wieder richtig Lust hätte? Auf einen Spieleabend. Gute Idee. Wie wär's, fragen wir doch einfach Christoph und Barbara. Zu viert macht's doch viel mehr Spaß. Habe ich da was von Spiel gehört? Nils und ich haben gerade überlegt, heute einen Spieleabend zu machen. Wie wär's? Haben Sie und Christoph auch Lust? Ja, ich hätte schon Lust, aber ich glaube kaum, dass Christoph Zeit hat. Er wollte doch mit Ihnen die Renovierung der Stelle besprechen. Ja, das kann auch bis morgen warten. Na gut, dann werde ich dafür sorgen, dass wir nicht verhungern. Nichts da. Heute Abend werden die Damen verwöhnt und die Herren kümmern sich um die Verpflegung. Oh. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Ja, mindestens 10-mal. Ach so, na dann sage ich dir ein 11. Mal. Ich liebe dich. Oh Mann! Diese Kurvendiskussion werde ich nie verstehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man nicht über etwas diskutieren kann, was einfach perfekt ist. Und ich verstehe nicht, wie in so ein kleines Hirn so viele Macho-Sprüche passen. Oh, hi. Lange nicht gesehen. Stimmt. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Jetzt, wo du da bist, schon viel besser. Na, endlich, das Kleingeld. Yes. Was ich dich fragen wollte, hast du heute Abend schon was vor? Nein? Gut, das trifft sich wirklich gut, weil du könntest mir vielleicht ein paar Tricks zeigen. Ja, du weißt schon, so ein paar Nummern, die ihr im Zirkus so macht. Ja, am besten irgendwas mit Löwen oder Elefanten. Ignoriere den Elefanten. Ich meine natürlich was Einfaches, Zaubern oder so. Schon verstanden, aber wieso willst du das lernen? Es interessiert mich einfach. Schon überredet. Sagen wir heute Abend bei dir und ich bringe ein paar Sachen aus dem Zirkus mit. Okay, gut. Ich warte dann an der Theke auf dich. Okay, bis dann. Ja, bis dann. Wo willst du denn hin? Weiterarbeiten. Das hat doch Zeit bis nachher. Seit wann hast du es so eilig, hm? Das war früher doch nicht so. Ich hab dir schon mal gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Ja, mit einer Ausnahme. Du bist immer noch einsame Spitze. Ehrlich, ich liebe es, wie du im Bett bist. Und deswegen habe ich auch schon Entzugserscheinungen. Dann besorg dir doch Ersatz. Das geht nicht, du bist einmalig. Was ist mit deinem Unterhosenmodel aus dem Schlafzimmer? Carsten ist nur so eine Art Häppchen zwischendurch. Warum besorgst du dir nicht ein anständiges Mittagessen? Keiner kommt an deine Qualitäten ran. Außerdem hat keiner so ein schönes neues Tattoo wie du. Nein, ehrlich, Carsten hält mich einfach bei Laune, wenn du auf Geschäftsreisen bist oder gerade bei Cleo. Ja, der Unterschied ist nur, Cleo ist nicht irgendein Zeitvertreib. Cleo ist mir sehr, sehr wichtig. Das Häppchen zwischendurch bist höchstens du. Also ich finde es schön, dass ihr die Zeit, die euch noch bleibt, genießt und nicht Trübsal blast. Ja,
Sehe ich genauso. Und wer weiß, vielleicht ist unsere Nummer ja so gut, dass wir beide für immer zusammenbleiben können. Übernimm dich mal nicht. Immerhin habe ich die beste Lehrerin der Welt. Ach, ich brauche noch Zitronen für die Cola. Oh Mann. Oh, Scheiße! Zeig mal. Ist er noch dran? Oh ja. Was ist? Kannst du kein Blut sehen? Ja, doch. Solange es nicht meins ist. So. Fertig. Hallo, ihr zwei. Hi, Sam. Hey, klasse, dass du da bist. Ich wusste gar nicht, dass du auf Handschellen stehst. Tja. Oh, warten Sie, ich helfe Ihnen. Nicht nötig. Schaffe ich schon. Außerdem hatten wir doch abgemacht, dass Sie und Bastiane sich um nichts kümmern müssen. Hm? Dann werde ich mich an die Abmachung halten. Richtig. Was lesen Sie denn da? Nellie O'Brien im Labyrinth aus Liebe und Leidenschaft. Klingt vielversprechend. Wovon handelt es denn? Von Liebe und Leidenschaft. Aber bevor ich zu einer ausführlichen Buchkritik ansetze, will ich Ihnen doch helfen, auch wenn es gegen unsere Abmachung ist. Was ist denn das? Das ist ja mein Tuch. Das hätte ich ja fast vergessen. Wo haben Sie das her? Ich hab's gefunden. Und wo? Oben, im Übergang zum Ostflügel. Komisch, wie kommt denn das dahin? Da war ich ja ewig nicht. Pizzaservice. Und Lambrusco. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal getrunken habe, aber keine schlechte Idee, ne? Das finde ich auch. Ich krieg das nicht hin. Nur Geduld. Der Rest kommt quasi von allein. Komm, lass uns irgendwas anderes machen. Gibt's nicht irgendwas mit eingebautem Erfolgserlebnis? Tja, mal überlegen. Wie sieht's denn damit aus? Das ist eine Nummer, die nicht jedem liegt, weil sie so fesselnd ist. Na, erzähl mal, was hast du heute gemacht? Hast du jemand Berühmtes kennengelernt? Ach, wie denn? Ich bin überhaupt nicht aus Tanja Suite rausgekommen. Ich musste Unterlagen durcharbeiten. Tja, das gehört nun mal auch dazu. Ja, aber ich gehöre nicht ins Büro. Sag nicht, du willst wieder alles hinschmeißen. Nee, ich stehe das schon durch. Es sei denn, du möchtest, dass ich laufe. Ich meine, ich habe kaum noch Zeit. Noch hält es sich ja im Rahmen. Damit kann ich leben. Du kriegst das schon noch in den Griff. Was ist, wenn Tanja wieder Nachtschichten anordnet? Kein Problem. Ich arbeite ja auch zwischendurch nachts. Vergiss es. Jan Ulrich ist immer noch schneller. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hat doch alles geklappt. Eben nicht. Wieso? Ich denke, Tim ist brav bei dir im Bett gelandet. Ja, sein Körper, aber ich wollte ihn ganz. Mensch, Carsten, manchmal glaube ich, dir ist als Kind eine Hantel auf den Kopf gefallen. Ich habe keinen Bock auf einen Mann, der an eine andere denkt, während er mit mir schläft. Ach, so meinst du das? Ich muss irgendwas unternehmen. Genau. Aber wenn ich mich ihm an den Hals werfe, dann denkt er, ich bin ihm sicher. Und was einem sicher ist, ist einem auch nichts wert. Auch wahr. Aber was willst du tun? Ich weiß es nicht. Am besten, ich mache mich rar. Verteile meine Gunst nur in kleinen Häppchen. Immer nur so viel, dass sein Hunger angeregt, aber nicht gestillt wird. Und ehe ich mich versehe, hat er genug von seiner Kneipenkost und kehrt zu meiner gräflichen Tafel zurück. Wie krieg ich den Mist denn hier ab? Auf jeden Fall nicht mit Gewalt. Ja, wie denn sonst? Mit Gefühl. Oder damit. Eigentlich sollte ich die Situation ausnutzen. Naja, so eine Gelegenheit bietet sich einem schließlich nicht jeden Tag. Wie meinst du das? Das wirst du gleich merken.
Ich liebe es, wenn mir die Männer hilflos ausgeliefert sind. Man kann dann nämlich so schöne Sachen machen. Was denn für Sachen? Man kann zum Beispiel ihre Fesseln lösen. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Damit hättest du glatt auftreten können. Kein Problem. Hauptsache, ich finde irgendwas, was ich machen kann. Wieso hast du es eigentlich so eilig? Naja, weil, ich will zum Zirkus. Ich möchte mit dir kommen. Echt? Ja, klar, ich kann dich doch nicht einfach so allein gehen lassen. Was soll ich denn ohne dich machen? Du willst meinetwegen mit unserem Zirkus mitkommen? Oder ist dir das nicht recht? Was ist der Lieblingsort Ihrer Spielpartnerin? Ein palmgesäumter Traumstrand? Ein schneebedeckter Hochgebirgsgipfel? Ein romantischer Schlossgarten? Oder die Gondel auf dem größten Riesenrad der Welt? Ich glaube, ich weiß es. Ja, du bist aber nicht dran. Der schneebedeckte Gipfel. Stimmt, genau. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, der Strand ist zu langweilig, die Gondel zu profan. Den Schlossgarten hat sie jeden Tag, aber der Berg ist außergewöhnlich. Klar, schön und sehr, sehr ruhig. Na, dann zähle ich schon mal die Punkte zusammen. Nein, lass das. Ich weiß ja, dass ich verloren habe. Ich hätte jetzt Appetit auf ein Eis oder ein Stück Torte. Oh ja. Torte klingt gut. Worauf warten wir noch? Lasst uns Tilas Vorräte plündern. Yippie! Tja, Nils hat tatsächlich gewonnen. Ja, aber auch kein Wunder, so wie er die Fragen über sie beantworten konnte. Man könnte glatt meinen, sie haben sich abgesprochen. Ach was, wann hätten wir das denn tun sollen? Naja, dann muss er sie jedenfalls sehr mögen. Wie kommst du denn darauf? Weil er so viel Interesse an ihnen gezeigt hat. Ich wollte dich nicht irritieren, aber ich dachte nur, du magst mich. Du freust dich, wenn ich mitkomme. Wer sagt denn, dass ich das nicht tue? Naja, niemand. Ich dachte nur, weil du packst. Wir müssen uns eben was anderes für dich einfallen lassen. Heißt das? Dass wir es zumindest versuchen sollten. Hey, wow! Du verarschst mich auch nicht? Noch Fragen? Nein. Doch. 2. Krieg ich noch einen? Und deine zweite Frage? Was soll ich im Zirkus machen? Mir ist schon was eingefallen. Okay, stellst du dich mal hier hin? Ja, wenn es weiter nichts ist. Ja, und jetzt? Was soll ich machen? Lachen, singen, tanzen? Weder noch. Du musst einfach nur stillhalten.